Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Jonas. Und ich bin Lena. Schön, dass ihr da seid. Heute reden wir über ein Thema, das in Deutschland fast jeder kennt. Und viele fürchten. Wohnungssuche. Neues Wort. Wohnungssuche. Das bedeutet, du suchst eine Wohnung zum Mieten oder kaufen. Beispiel: Meine Wohnungssuche hat 3 Monate gedauert. Oh ja, Wohnungssuche ist wie Dating, nur mit mehr Papier. Und weniger Antworten. Ich erinnere mich an meinen ersten Tag in Berlin. Ich dachte, in 2 Wochen habe ich eine Wohnung. Süß. Ich war so optimistisch. Neues Wort. Optimistisch. Das bedeutet, du glaubst, dass es gut klappt. Beispiel: Am Anfang war ich optimistisch, aber dann wurde es schwer. Ich war am Anfang auch optimistisch. Dann habe ich meine erste Anzeige gelesen. Nur für Nichtraucher, keine Haustiere, keine Kinder. Bitte nur ruhige Menschen. Also nur Pflanzen. Genau, eine Pflanze mit Gehaltsnachweis. Ich hatte damals keine Ahnung, was WG, Warmmiete und Schufa ist. Klassiker. Und dann kommt noch, bitte, Bewerbungsmappe. Mappe, als ob ich mich für einen Job bewerbe. In Deutschland ist eine Wohnung manchmal wie ein Job. Nur, dass die Küche kleiner ist. Neues Wort, Warmmiete. Das bedeutet Miete inklusive Nebenkosten, oft mit Heiz. Beispiel: Die Warmmiete beträgt 900 € im Monat. Neues Wort, Bewerbungsmappe. Das bedeutet ein Paket mit deinen Unterlagen für die Wohnung. Beispiel: Ich bringe zur Besichtigung eine Bewerbungsmappe mit. Mein erstes Problem war die Sprache in den Anzeigen. Ja, da steht: lichtdurchflutet, charmant, renoviert, Altbau, ruhige Lage. Neues Wort, Licht durchflutet. Das bedeutet, es kommt sehr viel Licht rein. Beispiel: Das Wohnzimmer ist lichtdurchflutet und wirkt groß. Neues Wort, Altbau. Das bedeutet ein älteres Gebäude, oft mit hohen Decken. Beispiel: Ich wohne in einem Altbau mit Dielenboden. Und du denkst, wow, ein Traum. Dann kommst du hin und es ist ein Keller mit Fenster. Aber hey, Fenster. Und dann diese Fotos. 5 Bilder vom Flur, 1 von der Dusche, keins vom Schlafzimmer. Vielleicht ist das Schlafzimmer geheim. Oder sehr klein. Oder es gibt es nicht. Schlafen kann man überall. Genau. Flexibel nutzbar. Neues Wort: flexibel. Das bedeutet, du kannst dich gut anpassen. Beispiel. Ich bin flexibel, was den Einzugstermin angeht. Dann kommt der nächste Stress, die Anfrage schreiben. Neues Wort: Anfrage. Das bedeutet, eine Nachricht, in der du etwas möchtest oder fragst. Beispiel. Ich schicke eine Anfrage an den Vermieter. Oh Gott, ich habe am Anfang einfach geschrieben: Hallo, ich will Wohnung. Kurz und ehrlich. Ja, aber niemand hat geantwortet. In Deutschland musst du freundlich sein, aber auch konkret. Wer du bist, was du machst, Einkommen, Einzugstermin. Und am besten noch: Ich bin sauber, ruhig und ich liebe Pflanzen. Pflanzen helfen immer. Bei uns zu Hause ist das anders. Culture Contrast, Ja, bei uns fragt man oft über Freunde, Familie, Nachbarn. mehr Netzwerk, weniger Portale. Genau, hier habe ich mich manchmal wie eine Nummer gefühlt. Das ist dieses Online-Ding. Du klickst, du wartest, du hoffst. Und du bekommst 10-mal leider schon vergeben. Neues Wort. Vergeben. Das bedeutet, etwas ist schon weg, jemand anderes hat es bekommen. Beispiel: Die Wohnung ist leider schon vergeben. Oder gar nichts. Und dann kommt die Besichtigung. Neues Wort: Besichtigung. Das bedeutet, du schaust dir die Wohnung vor Ort an. Beispiel, morgen habe ich eine Besichtigung um 18 Uhr. Das ist wie ein kleines Event. Mit 30 Leuten im Treppenhaus. Alle lächeln so angespannt. Neues Wort. Angespannt. Das bedeutet nervös oder unter Stress. Beispiel: Vor der Besichtigung war ich total angespannt. Und jeder will freundlich wirken. Aber innerlich denkt man, bitte, ich zuerst. Ich war einmal zu spät. 2 Minuten. Und die Person sagte: Wir sind schon durch. 2 Minuten in Berlin sind wie 2 Stunden. Und dann diese Fragen. Was machen Sie beruflich? Wie hoch ist Ihr Einkommen? Neues Wort: Einkommen. Das bedeutet das Geld, das du jeden Monat verdienst. Beispiel. Mein Einkommen ist stabil und kommt regelmäßig. Haben Sie Haustiere? Rauchen Sie? Ich habe einmal gesagt: Ich bin Studentin. Und ich habe den Blick gesehen. Dieser Blick sagt, aha,
Und wer zahlt? Genau. Okay, jetzt machen wir kurz die Basics, damit ihr wirklich sprechen könnt. Aber ohne Schulgefühl bitte. Keine Sorge. Einfach Sätze, die man in echt sagt. Ist die Wohnung noch verfügbar? Neues Wort, verfügbar. Das bedeutet, es ist noch da. Man kann es noch bekommen. Beispiel: Ist die Wohnung noch verfügbar? Wie hoch ist die Warmmiete? Welche Nebenkosten sind drin? Ab wann kann ich einziehen? Gibt es einen Balkon oder einen Keller? Muss ich eine Kaution zahlen? Neues Wort: Kaution. Das bedeutet Geld als Sicherheit, das du am Anfang zahlst. Beispiel: Die Kaution beträgt 3 Monatsmieten. Darf ich mich anmelden? Neues Wort: anmelden. Das bedeutet, du registrierst deine Adresse beim Amt. Beispiel: Ich muss mich nächste Woche in Berlin anmelden. Jonas, wie ist die Internetverbindung hier? Das Wort anmelden hat mich am Anfang verwirrt. Neues Wort: verwirrt. Das bedeutet, du bist unsicher, du verstehst es nicht gut. Beispiel: Ich war verwirrt, weil alle etwas anderes gesagt haben. Sehr wichtig in Deutschland. Ja, weil ohne Anmeldung kein Konto, manchmal kein Handyvertrag, kein Leben. Genau. Du brauchst oft eine Wohnungsgeberbestätigung. Dieses Wort ist so lang, ich bekomme schon Stress beim Lesen. Willkommen. Jetzt kommt ein Punkt, den viele unterschätzen. Unterlagen. Neues Wort: Unterlagen. Das bedeutet wichtige Dokumente, die du brauchst. Beispiel: Bitte bringen Sie alle Unterlagen zur Besichtigung mit. Unterlagen sind wie deine kleine Identität in Papierform. Genau. Meistens Ausweis, Gehaltsnachweise, Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, Schufa-Auskunft. Neues Wort: Gehaltsnachweis. Das bedeutet ein Dokument, das zeigt, wie viel du verdienst. Beispiel: Ich schicke meinen Gehaltsnachweis per E-Mail. Ich habe Schufa zuerst wie ein Monster gesehen. Es ist eher ein Papiermonster. Und dann kommt der Moment. Du gibst alles ab und wartest. Warten ist ein Teil der Wohnungssuche. Bei mir war es schlimmer. Ich habe mein Handy alle 5 Minuten gecheckt. Das ist wie beim Pakettracking. Ja, und dann kommt eine Mail. Wir haben uns für jemand anderen entschieden. Aua. Ich habe mich richtig abgelehnt gefühlt. Neues Wort: sich abgelehnt fühlen. Das bedeutet, du fühlst dich nicht gewollt oder nicht gewählt. Beispiel: Nach der Absage habe ich mich abgelehnt gefühlt. Verständlich. Ich habe leider eine Absage bekommen. Neues Wort: Absage. Das bedeutet eine negative Antwort. Es klappt nicht. Beispiel: Ich habe leider eine Absage bekommen. Ich hatte auch eine lustige Szene. Naja, lustig im Nachhinein. Erzähl. Ich war bei einer Besichtigung, alles war super. Dann sagt der Vermieter: Haben Sie eine Bürgschaft? Neues Wort: Bürgschaft. Das bedeutet, jemand garantiert finanziell für dich, falls du nicht zahlen kannst. Beispiel: Meine Eltern geben eine Bürgschaft für mich. Oh nein. Ich so, eine was? Und du lächelst dabei, als ob du es kennst. Genau. Ich habe einfach genickt. Neues Wort: Nicken. Das bedeutet, mit dem Kopf Ja zeigen. Beispiel: Ich habe genickt, obwohl ich unsicher war. Klassischer Jonas. Ich finde, bei Wohnungssuche lernt man viel über sich selbst. Zum Beispiel Geduld. neues Wort: Geduld. Das bedeutet ruhig bleiben, auch wenn es lange dauert. Beispiel: Für die Wohnungssuche brauchst du Geduld und Grenzen. Neues Wort: Grenze. Das bedeutet bis hierhin und nicht weiter. Beispiel: Meine Grenze ist keine Wohnung ohne Fenster. Oh ja, wie weit fahre ich? Wie viel zahle ich? Wie klein darf es sein? Und wie viel Stress halte ich aus, ohne zu weinen? In Berlin sehr viel. Und ein wichtiger Tipp: Nicht alles allein machen. Ja, Freunde fragen, Texte checken lassen, gemeinsam zu Besichtigungen gehen. Manchmal hilft auch, wenn jemand dich kurz vorstellt. Das ist Lena, sie ist zuverlässig. Neues Wort: Zuverlässig. Das bedeutet, man kann sich auf dich verlassen. Beispiel: Ich bin zuverlässig und zahle die Miete pünktlich. Zuverlässig klingt zu erwachsen. Ist gut. Erwachsen klingt nach Miete kommt pünktlich. Und dann, irgendwann, passiert etwas Magisches. Du bekommst die Zusage. Neues Wort: Zusage. Das bedeutet eine positive Antwort. Es klappt. Beispiel: Ich habe eine Zusage für die Wohnung bekommen. Ja, diese eine Nachricht,
Sie können die Wohnung haben. Und plötzlich ist die Stadt leiser. Wirklich? Ich habe danach anders geatmet. Und dann kommt das nächste Kapitel. Umzug. Bitte nicht heute. Heute feiern wir erstmal. Neues Wort. Feiern. Das bedeutet etwas Schönes bewusst genießen. Beispiel. Heute Abend feiern wir die Zusage. Wenn ihr gerade sucht, ihr seid nicht allein. Und ihr seid nicht zu langsam oder zu schlecht. Es ist einfach schwer. Aber ihr lernt dabei Sprache, Alltag und ein bisschen Überleben. Und wenn ihr dann endlich eure Schlüssel in der Hand habt, fühlt ihr euch richtig angekommen. Frage an euch. Was war euer schwierigster Moment bei der Wohnungssuche? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch die Folge hilft, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Danke fürs Zuhören und kommt gut an.